inspirierendes Motiv. Diesmal arbeite ich mit etwas Ruppelkrepp, habe mir eine Gasse vorgezeichnet und einige weiße Stellen bei den Fenstern mit Ruppelkrepp maskiert. Kleinen Überblick geben, wie ich an diese Sache herangehe und so ein Bild gestalte. Es ist natürlich im Zeitraffer dargestellt. Die Farben, die ich hierfür verwende, das sind einmal Cadmiumrot, etwas Sienna gebrannt, dann den Quinacridon Goldton, etwas Phthalo-Grün für das Wasser und Neutraltinte, das ist auf der rechten Seite diese Häuser. Ich arbeite auf einem Aschpapier in der Größe ca. 30 x 40 und ja, ihr seht, ich arbeite sehr nass in nass und das Wasser gestalte ich so, dass ich immer wieder Farbe nachtupfe und das verrinnen lasse. Ich arbeite Step by Step. Die erste Schicht ist wirklich, wie gesagt, sehr nass in nass. Man sieht, dass das Papier noch feucht ist. Und jetzt arbeite ich noch in die nasse Fläche hinein. Das funktioniert immer sehr gut. Dadurch verläuft die Farbe sehr schön. Wenn die erste Schicht, die erste Lasur angelegt ist, dann lasse ich das Ganze trocknen und werde das Ruppelkrepp entfernen und die Details ausarbeiten. Aber die erste Schicht ist immer die schwierigste, weil sie sehr spontan und sehr schnell erfolgen soll, damit die Farbe noch schön nass in nass ineinander rinnt. Ihr müsst genau beachten, die Stellen, die ich heller gemacht habe, die sind sehr wichtig. Wenn ich jetzt alle Häuser komplett gleich dunkel bemale, dann verliert das Bild an Spannung. Ich finde es immer so schön im Aquarell das Weiß lassen. Hier bei diesem Motiv kann man nicht allzu viel Weiß lassen, weil auch kein Himmel da ist. Drum muss man aufpassen, dass man die Häuserfronten nicht zumalt. Und auch bei der Wasserspiegelung habe ich gewisse Stellen ausgespart. Vorab einmal natürlich mit dem Ruppelkrepp und dann noch zusätzlich selbst ausgelassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft euch nicht immer auf das Ruppelkrepp verlassen. Ihr müsst auch beim Malen eurer Intuition folgen. Und bei diesem Bild ist natürlich die architektonische Vorzeichnung auch ganz wichtig. Aber ich will hier trotzdem kein komplett naturalistisches Bild machen mit millimetergenauer, naturgetreuer Darstellung, sondern es soll noch schwungvoll rüberkommen. Ihr seht, ich arbeite mich jetzt so richtig vor, bis die erste Schicht für mich finalisiert ist. Hier in diesem Bereich ist es jetzt schon trocken. Da kann ich auch schon sehr schön noch eine Schicht drüber legen, ohne dass mir die dahinterliegende Schicht verrinnt. Es ist an der Zeit, das Ruppelkrepp zu entfernen. Hierfür muss das alles schön getrocknet sein. Ich habe natürlich schon einen Teil vorher entfernt. Das Video ist ja wie gesagt nur im Zeitraffer und etwas gekürzt. Es würde sonst zu lange dauern. Und jetzt fange ich schon mit dem schmalen Pinsel an, wirklich kleine, feine Details mit sehr trockener Farbe. Trocken heißt nicht zu viel Wasser hinzufügen, damit sie nicht zu viel verrinnt. Und so kann man sehr schön Details ausarbeiten. Jetzt kommt das Schiff dran und das kann man natürlich nach Belieben jetzt machen, wie genau man dieses Bild haben möchte.
desto naturgetreuer muss man die Linien ziehen. Ich bevorzuge trotzdem einen etwas schwungvolleren und, sage mal, schlampigeren Stil. Mir gefällt das so dann besser. Ja, Materialliste findet ihr unten in der Beschreibung. Sind wie gesagt nur ein paar Farben, gar nicht viele. Pinsel braucht ihr einen flachen, breiten Pinsel für die Lasur und ein Ruppelkrepp. Da nehmt bitte einen alten Pinsel, weil das geht sonst sehr schwer runter. Kann man dann mit Seife auswaschen, da funktioniert es am besten. Den Pinsel zeitnah auswaschen. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und vielleicht schreibt ihr mir einen netten Kommentar oder auch über ein Like. Würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr Materialien braucht, auch die gibt es bei uns zu bestellen im lapiloteshop.at. Unter Aquarell findet ihr einige Utensilien. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.